Für die Installation des Wassertanks benötigen wir jetzt den 8-Liter-Tank, den Tankanschluss, den blauen Schlauch, Teflonband und einen Maulschlüssel. Zuallererst entfernen wir den Aufkleber zum Tank oben rechts an der Mutter beim Nachfilter und lösen uns die Mutter anschließend einmal ab. Wir schieben sie auf ein Schlauchende auf und stecken dieses anschließend in die Öffnung, drehen die Mutter dort von Hand an dem Gewinde fest und ziehen abschließend die Verbindung mit dem Maulschlüssel noch einmal nach. Im zweiten Abschnitt dieses Videos wollen wir den 8 Liter Wassertank von Aquasafe an die gewünschte Position im Unterschrank bringen. Dafür müssen wir aber zuallererst das Gewinde am oberen Teil des Tanks mit Teflonband umwickeln. Und wie das geht, das zeigen wir euch jetzt. Legt euch den Tank seitlich auf die Hüfte und geht dann in die Hocke. Mit dem Daumen nah am Gewinde habt ihr am meisten Kontrolle über das Teflonband, das ihr stramm ca. 12 Mal um das Gewinde wickeln müsst, während ihr parallel mit der anderen Hand den Tank dreht. Das Gewinde ist gleichmäßig umwickelt und die vordere Öffnung nicht mit Teflon verdeckt. Den mitgelieferten Tankanschluss setzen wir gerade auf das Gewinde auf und drehen ihn mit 3 Umdrehungen am Tank fest. Den Tank können wir jetzt, je nach Wahl, in den Unterschrank setzen und zur Anlage hin ausrichten. Den blauen Schlauch vom Nachfilter aus kommend können wir jetzt auf die gewünschte Länge bis hin zum Tank zuschneiden. An dieser Stelle erneut unser Tipp: Je länger die Schläuche, desto einfacher ist es, die Anlage aus dem Unterschrank hervorzuziehen, um Filterwechsel oder Membranwechsel einfacher durchführen zu können. Von Hand drehen wir die Mutter am Tankanschluss ab, stecken sie auf den zugeschnittenen blauen Schlauch auf und führen diesen anschließend zurück in die Öffnung am Tankanschluss. Die Mutter drehen wir dort auf das Gewinde auf und abschließend nutzen wir den Maulschlüssel, um die Verbindung festzuziehen. Wunderbar, die Verbindung zum Wassertank ist hergestellt. Starten wir als nächstes mit der Installation der Armatur in Video Nummer 5.